Hallo meine Lieben, ich reiße heute meinem Manta B das Herz raus. Viel Spaß dabei. Ich habe hin und her überlegt, wie ich Motor und Getriebe am besten abdichte. Der Motor sifft überall raus. Es gibt fast keine Stelle, wo der noch dicht ist. Und beim Getriebe sieht es nicht besser aus. Also baue ich den Motor mit Getriebe aus. Ist ja schnell gemacht. Let's go! Als erstes baue ich die Motorhaube ab. Dann stört die nachher nicht beim Motor rausheben. Und man hat gleich mehr Licht im Motorraum. Das macht man am besten zu zweit. Man schraubt auf beiden Seiten die zwei Schrauben raus. Und schon kann man die abnehmen. Als nächstes nehme ich den Kühler raus, aber erstmal Kühlwasser ablassen. Dafür einfach den unteren Kühlerschlauch abmachen und laufen lassen. Damit ich mehr Platz habe, nehme ich den Ansaugschlauch ab. Auffangwanne nicht vergessen. Den Schlauch noch ab. Und zum Schluss noch die Mutter hier unten abschrauben. Dann kann man den Kühler nach oben rausziehen. Schaut euch mal an, wie verölt der Motor ist. Wahnsinn. Den muss ich komplett neu abdichten. Mutter ist noch dran. Trotzdem können wir jetzt den Kühler nach oben rausziehen, da das obere Gewinde vom Silentblock abgerissen ist. Zeige ich euch gleich. Hier sieht man es jetzt. Normalerweise ist hier ein Gewinde dran und hier. Das eine steckt hier im Kühler und das andere ist noch an der Mutter dran. Muss ich später neu machen. Die Batterie noch schnell raus. Als nächstes nehme ich alle Kabel, Stecker und Schläuche ab, die am Motor dran sind, damit der Motor raus kann. Am besten markiert man sich die Sachen oder macht vorher Fotos von, damit man später genau weiß, wo was war. Da es eine ganze Weile dauert, mache ich es im Schnelldurchlauf.
Jetzt müsste alles ab sein. Als nächstes den Schalthebel abbauen. Dafür muss man erstmal die Mittelkonsole ausbauen. Den nach oben. Und den auch. Die Feder aushängen. Hier hinten ist eine Sicherungsscheibe, die muss raus. Den Lagerbolzen rausdrücken. Ab ist er. Jetzt geht's unten weiter. Zuerst nehme ich die Kardanwelle ab. Die 4 Muttern hier abschrauben. Und dann müsste man die schon rausgezuppelt kriegen. Die Tachopese ab. Die Stecker für den Rückwärtsgang ab. Das Kupplungsseil muss noch ab. Die 6 Schrauben vom Hosenrohr rausschrauben. So, jetzt habe ich die gesamte Auspuffanlage rausgenommen. Macht sich besser. Als nächstes will ich den Getriebehalter abschrauben und das Getriebe langsam ablassen. Als letztes noch die beiden Muttern von den Motorlagern abschrauben. Und schon kann man den Motor mit Getriebe rausheben. Ich weiß noch nicht genau, wo ich den anhebe, da der Motor keine Punkte hat zum Anheben. Aber da wird mir schon was einfallen. Ich hole erstmal den Motorkran und bereite alles vor. Und dann geht's los. Ich habe jetzt einen Schlupf an den Motorhaltern festgetüttelt und hoffe, dass das hält. Probieren wir es mal. Hat auch super geklappt. Ich habe auch schon den Reifen geholt, da können wir den Motor draufschmeißen. So, Motor mit Getriebe ist raus. War eigentlich ziemlich easy. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch nach oben da. Und ein Abo. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag. Bis zum nächsten Mal. Eure Gina.